Hey und hallo zusammen. Hier ist wieder Smoking D. Mein Name ist Dietrich Beck und heute geht es einmal mehr um den Burger. Wie ihr ja schon wisst, ich bin immer auf der Suche nach dem ultimativen Burger und so kam es, dass ich vor kurzer Zeit doch, ja, wie das manchmal so ist. Das Video, was ich heute vorbereitet hatte, ist schon länger bei mir steht schon länger bei mir auf der Agenda und was soll ich sagen? Vor ein paar Wochen einer meiner Lieblings-YouTuber, der City Escape Griller, formerly known as the Fire Escape Griller, haut genau dieses Video raus. Was machst du da? Egal wie du es darstellst, du bist jetzt der Nachmacher. Gut, er hat das jetzt auf Englisch gemacht, ich mache das jetzt für euch auf Deutsch. Hab mich natürlich mit dem City Escape Griller, mit dem ich ja so YouTube-mäßig ein bisschen befreundet bin, kurz abgesprochen, ob das für ihn okay ist und er hat gesagt, Mensch, das wird mich total freuen und es ist kein Fehler, wenn du meinen Namen nennst. Ich werde euch auf jeden Fall auch unten in die Box den Link zu seinem Kanal reinhauen. Schaut mal rein, der ist wirklich ein guter Typ. Die Zubereitung des Burgers, da gibt es so vieles, um das man sich kümmern kann, kümmern sollte, kümmern muss. Und wir werden heute mal den Garprozess des Burgers betrachten. Da gibt es ja viele verschiedene Wege, wie ich das machen kann. Und tja, ebenso wie das City Escape Griller hatte ich mir auch vor einer Weile schon mal dieses nette Buch geholt. Bob's Burgers. Ja, das ist eine Comicserie aus den USA, ist glaube ich hier in Deutschland weniger bekannt. Ich habe auf dem Markt inzwischen auch mal nachgegoogelt, soll wohl eine Übersetzung demnächst rauskommen. Ich habe das Buch hier auf Englisch und ich lese euch mal ganz kurz vor und übersetze es dann natürlich auch dazu, worum es heute bei uns im Eigentlichen geht. Ja. How to cook a basic burger best. Also, wie kann ich den am besten braten? Cooking burgers on the grill has a certain paleo appeal. And it's unquestionable the smell and the taste of summer. So if you're in the mood, fire it up. But you should know that most professionals use a flat top. And you have a flat top in your house. It's called the frying pan. When you cook in a pan, more of the fat and moisture stay in the burger. You also get more surface contact, which means more caramelization, which means more flavor. Melt a pat of butter in your pan before you add the meat or use coconut oil. Also, was will der Künstler uns hier mit sagen? Das Befeuern auf einem Grill von einem Burgerfleisch, also von einem Hamburger, hat natürlich so was Urwüchsiges an sich, so was Steinzeitgemäßes da. Fleisch auf dem Feuer, da wollen wir hin, das macht uns ja Spaß. Und das ganze Prozedere, das ist der Geruch des Sommers. So hat er es hier geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der beste Weg? Ist es tatsächlich der Grill? Weil die meisten Profis nutzen tatsächlich eine flache Oberfläche. Und das haben wir alle zu Hause. Das nennt sich Bratpfanne. Ja. Die Bratpfanne zu benutzen bedeutet, wir haben die geschlossene Oberfläche, mehr Fett bleibt im Burger und geht nicht in die Pfanne raus. Und wir haben noch den Zustand, dass wir eben durch die Verbrennung des Fettes außen, also des Fleisches außen, eine größere Kruste bekommen. Was natürlich auch nochmal für den Geschmack positiv bleibt. Tja, also, der Vorschlag, haut euch ein Stück Butter in die Pfanne und es kann losgehen. Und genau an der Stelle kommt jetzt bei uns wieder mal die Grillplatte, The Grill von Weber, mit ins Spiel. Ich hatte ja in meinem letzten Video schon erwähnt, dass die Grillplatte ja leider Gottes hier und da nicht so den gewünschten Erfolg erzielt hat. Wenn man so rumstreamt auf YouTube, findet man viele Leute, die die Grillplatte einfach mit einem Daumen nach unten versehen. Aber hier hat doch die Grillplatte heute mal wieder eine Chance, gegenüber dem Rost zu zeigen, was sie kann. Also werde ich jetzt gleich draußen den Q1000 aufheizen mit auf der einen Seite der Grillplatte und auf der anderen Seite dem Rost. Und dann schauen wir mal, wie sich die Burger drauf machen. Dann werfen wir einen schnellen Blick auf die Zutaten. Hier muss ich euch nicht viel erklären. Das ist ja alles selbst erklärt, nicht wahr? Da hinten liegen die Buns. Als Cheeseburger darf der Käse natürlich nicht fehlen. Und hier haben wir 80-20, also 80% Fleisch, 20% Fett.
zwei nette Burger, die ich eben noch zusammengeformt habe. Und ich sehe gerade hier oben, da habe ich zwar schon leicht mit Öl drauf gearbeitet, kommt jetzt noch ein wenig Salz, Meersalz in unserem Fall und noch frisch gemahlener Pfeffer. Das wollen wir doch gleich noch machen. Also ein bisschen Salz drauf und ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Ja, aufgrund des grauseligen Regenwetters habe ich mich hier etwas in die Gartenhütte zurückgezogen. Hier kommen immer wieder mal Regenschauer drüber hinweg. Der Grill heizt jetzt vor und ich hoffe, in wenigen Minuten können wir hier mit dem Cooking Process der beiden Hamburger beginnen. So, der Gute, der hat jetzt hier schon 12 Minuten vorgeheizt auf Volllast, wie wir hier rechts sehen. Den stelle ich jetzt erstmal runter auf die Hälfte, weil hier auf der Hälfte werden wir unseren Garprozess stattfinden lassen. Als allererstes hauen wir ein Stück Butter, wie versprochen, auf die Grillplatte. Einmal Grillplatte, einmal Grillrost. Und Deckel zu. Das werden jetzt ungefähr 2–2,5 Minuten, die ich die beiden Burger auf dem Grill lasse. Jetzt stellen wir natürlich auch wieder die Flamme auf ganz klein. Käse drauf. Ich hole mir noch mal ein Stück runter hier. Und 1, 2, 3, 4. So, hier haben wir jetzt nun die Buns. Das sind die vom Rost und das sind die von der Grillplatte. Und man sieht hier schön, wie die Butter auch da reingelaufen ist. Das sieht mal richtig, richtig lecker aus. Jetzt Salatblatt drauf. Ja, hier kommt auch, darf ein bisschen mehr sein. Und jetzt die Patties runter. Ja. Halt, du kommst hier hin. Jetzt kein Durcheinander machen. Und du kommst dahin. Tomate. Zwiebel, Gürkchen. Oh, Zwiebel ist lecker. Drauf und festgesteckt. Auf. Und festgesteckt. Nun schneiden wir die an. Ach,
sind die perfekt geworden, guck mal. Super Sache. Also vom Kochgrad her einwandfrei getroffen. Jetzt tauschen wir hier die beiden Rechten aus. Wow. Rechts jeweils auf den Tellern, also hier auf dem Teller ist rechts der Grillrost, hier die Grillplatte und hier ist es genau umgekehrt. Also ich mache mich mal dran. Wir haben das so gemacht, dass die Julia das auch gleich verkosten kann und uns dann auch sagen kann, wie sie das findet. Scheiß lecker. Das ist jetzt einmal der Grillrost. Ich weiß nicht, wie das jetzt getoppt werden soll von der Grillplatte. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Also rein geschmacklich vom Fleisch, muss ich sagen, ist beides ziemlich gleich. Aber es gibt tatsächlich einen Unterschied. Und das merke ich hier bei dem von der Grillplatte. Da ist das Äußere des Hamburgers natürlich etwas krustiger. Das war aber auch abzusehen. Und vielleicht aufgrund der Tatsache, dass wir hier mit Butter gearbeitet haben, das gibt wirklich nochmal so ein Aroma. Also, wenn wir 100 Punkte für beide zu vergeben haben, ich muss die jetzt aufteilen, komme ich mit maximal 51 Punkten für die Grillplatte heraus und 49 für den Rost. Das wäre jetzt so mein Ergebnis. Und dann lassen wir jetzt die Julia auch gleich mal probieren. Ich bin mal gespannt, was die so dazu zu sagen hat. So, dann kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Nachdem nun auch die Julia ihre beiden Teile, also Grillplatte und Grillrost, gegrillten Hamburger verputzt hat, müssen wir beide doch feststellen, dass diese erste Einschätzung 49, 51 nicht so ganz richtig ist. Denn das ist hier eher 80 für die Grillplatte und 20 für den Grillrost. Der Burger, der von der Grillplatte kommt, ist so viel saftiger und so aromareicher, das kann man sich kaum vorstellen. Das ist ein Riesending. Und wir haben uns entschieden, in Zukunft gibt es das Ding, den Hamburger, nur noch von der Grillplatte. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Denn Julia hatte zum Beispiel zuerst den von der Grillplatte gegessen und dann den vom Grillrost und sagte dann, ach Mensch, ich hätte noch gern mehr von dem von der Grillplatte. Und mir ging es dann ähnlich, weil ich hatte ja noch das kleine Stück vom Rost übrig und habe dann auch gedacht, Mensch, too bad. Aber so ist es eben. Dear City Escape Griller, thanks for this awesome video you did on this topic. You've been faster than I was, that's for sure. And a big shout out to you and everybody who is with me on my channel. Please search for City Escape Griller. I'll put him in the box below. Plus I'll add the link to his channel and just browse through his channel. You'll find a lot of wonderful things about BBQ and Q1200. And this is my thank you to you, dear City Escape Griller. Und ihr Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da oder ein Abo, das wäre natürlich auch toll. Und ich hoffe euch zu sehen und zwar im nächsten Video.